Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um Luftmatratzen und speziell Isomatten, also isolierende Luftmatratzen, die eben dafür gebraucht werden, um beim Schlafen, beim Campen, beim Trekking die Bodenkälte vom Körper fernzuhalten, um somit halt nicht die ganze Wärme nachts zu verlieren. Denn was viele auch nicht wissen, ein Schlafsack ist zwar wichtig, aber die meiste Wärme geht wirklich über den Boden verloren, weil die Erde sich in der Nacht extrem abkühlt einfach. Und wenn man da die richtige Isomatte kaufen möchte, da gibt es ein paar Dinge zu wissen, die ich euch jetzt mal erklären werde. Grundsätzlich gibt es 3 verschiedene Arten von den Camping-Isomatten. Die bekanntesten sind die Luftmatratzen, die eben wie zum Beispiel die hier einfach aus Luftkammern besteht, aus einzelnen, die ineinander auch verwoben sind, und die haben innen drin noch häufig reflektierendes, wärmereflektierendes und isolierendes Material, womit sich so kleine wabenartige Strukturen da drin binden und die Hitze reflektiert wird und sich eine kleine Isolationsschicht durch die gesamte Dicke eben bildet. Und der Hauptvorteil der Luftmatratze ist erstmal, dass die vor allem sehr leicht ist. Wir haben eine große Außenhülle hier und innen drin, wie gesagt, ist hauptsächlich Luft. Wir haben eine relativ gute Dicke, die möglich ist, 8 cm, sogar ein bisschen mehr manchmal. Und dadurch ist die für Rückenschläfer und auch für Seitenschläfer häufig geeignet. Und Nachteil, würde ich sagen, ist auf jeden Fall im Gegensatz zu anderen Typen, dass sie natürlich perforiert werden kann durch spitzes Material, was am Boden ist. Gerade bei wirklich den sehr, sehr ultraleichten Modellen kann es schon mal sein, dass die Außenhülle sehr dünn ist und sobald irgendwie ein Loch da ist, verliert man die Luft. Das kann auch über Zeit, nachts passieren, durch Wärmeausdehnung, durch Kälte kann der Luftdruck innen drin ein bisschen weichen. Und es kann sein, dass man auch gerade bei neuen Matratzen oder bei starken Temperaturschwankungen nachts wach wird, weil man irgendwie mit dem Körperteil auf dem Boden liegt und muss dann nachpumpen. Und das ist eben der Punkt bei Luftmatratzen. Das ist alles ein bisschen variabel. Man hat heutzutage eigentlich immer, auch bei allen Modellen, Flickzeug dabei, so kleine Aufkleber, die man teilweise dann auf die Stellen drauf machen kann. Man muss natürlich auch erstmal die Löcher im Zweifel dann auf der Tour auch finden. Das passiert meistens, indem man die unter Wasser drückt und guckt, wo Blasen aufsteigen. Aber es reicht schon, wenn es wirklich im Material was ganz Kleines ist, sodass man das dann schon mit normalem Wasser gar nicht mehr findet, geschweige denn irgendwie, wenn es schon ein bisschen dämmert oder so. Zu Hause ist das eine andere Sache. Man kann es in eine Wanne legen und mit Spülmittel ein bisschen drüber gehen und dann sieht man halt noch mehr Blasen schneller. Aber auf der Tour ist es natürlich ein bisschen problematisch. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Nachteil, die Robustheit der Luftmatratze. Das komplette Gegenteil dabei sind Isomatten, die keine Luftpolsterung haben und die jetzt in Großform einfach nur aus Polyethylen bestehen. Das ist jetzt hier ein abgeschnittenes Sitzkissen. Das zeigt aber, wie jetzt in groß zum Beispiel eine Luftmatratze oder eine Isomatte aussehen könnte, die vollständig aus Schaum gefertigt ist. Die wird sich dann mit noch mehr Paneelen bis hier starten. Ihr habt ja vielleicht schon mal alle bei Leuten gesehen. Die kann sehr gut auf dem Rucksack hinten drauf befestigt werden. Bekanntes Modell ist da die Z-Lite, zu der werde ich auch später noch was sagen. Der große Vorteil ist, wenn wir gerade schon über die Robustheit gesprochen haben, bei der Luftmatratze, die kann nicht kaputt gehen. Also egal, ob ich da ohne Unterlage auf Stein schlafe, auf Ästen, sonst was, da kann ruhig was Spitzes reingehen und höchstens wird da vielleicht ein Stück vom Material sich verformen oder abbrechen. Aber es wird nie passieren, dass die Matratze nicht mehr funktioniert und mich nicht mehr wärmen kann. Dadurch, wie man sich vielleicht denken kann, ist die ein bisschen dünner und bedeutsam härter. Und das ist gleichzeitig der große Nachteil dabei, der Schlafkomfort. Der ist wirklich sehr, sehr minimalistisch gehalten. Oft muss man darauf achten, dass man eine gute Stelle findet. Viele legen sich auch noch vielleicht, wenn sie ganz draußen schlafen, noch ein bisschen was Weiches drunter, Gräser, Blätter. Und ich würde sagen, selbst für Leute, die vielleicht zu Hause sagen, ich schlafe lieber auf harten Matratzen, ist das schon eine andere Hausnummer, auf so ganz dünnem Schaum einfach zu schlafen. Es ist halt was sehr Simples, was sehr Sicheres, und ein großer Vorteil ist natürlich auch gegenüber der Luftmatratze, dass man keine Zeit braucht, um das zu verwenden. Ich kann diese Matte vom Rucksack runternehmen, kann die in der Pause auch vielleicht nur zur Hälfte auflegen, wie ein Sitzkissen, kann mich drauflegen.
kann, wenn ich abends das Schiff ins Lager komme, die einfach ins Zelt werfen, mich da drauflegen. Bei der Luftmatratze, wie gesagt, muss ich die immer noch erst aufblasen. Und das habe ich eben bei dieser panelbasierten Polyethylen-Matte aus einem Stück nicht. Der dritte Typ ist so eine Mischung aus beiden. Den habe ich hier gerade nicht liegen, denn ich habe meine letztes Jahr in Schottland am Flughafen dummerweise verloren. Die ist da beim Transport irgendwie verloren gegangen, weil ich sie außen am Rucksack befestigt hatte. Aber dort hatte ich tatsächlich ein Modell mit, was halb mit Luftkammern gefüllt war und zur anderen Hälfte eben aus Schaum oder aus Polyethylen. Und da vermischen sich so ein bisschen die beiden Vorteile. Der Komfort ist erstmal größer als bei der reinen Polyethylen-Matratze, die aus einem Stück gefertigt ist, weil man eben noch eine dickere Luftschicht hat. Ein anderer Vorteil ist, dass die meisten Modelle selbst aufblasen sind. Es hört sich immer ein bisschen in der Theorie spannender an, als es ist, weil man meistens ja noch ein bisschen nachhelfen muss und das auch seine Zeit dauert. Aber im Prinzip kann ich das Ventil vorne aufmachen, die auf den Boden werfen und das Schaummaterial dehnt sich dann aus und saugt quasi die Luft dann durch das Ventil rein. Und auch da ist es so, dass das Material sehr robust ist. Meistens ist der Schaumteil dann quasi unten auf der Matratze oder die Luftkammern befinden sich umrundet von Schaum, sodass auch bei einer leichten Perforation nichts passieren wird. Und selbst wenn im schlimmsten Fall irgendwie ein Stock so weit reingeht, dass dort Luft verloren geht, habe ich immer noch diese Schaumschicht, die dann vielleicht nicht mehr denselben Isolationswert oder Dämmleistung hat wie die Matratze mit Luft gefüllt. Ich werde aber nicht erfrieren zur Not, wie es vielleicht bei einer Luftmatratze wäre im schlimmsten Szenario, wenn die überhaupt nicht mehr mit Luft gefüllt wäre. Ja, und gerade habe ich im Schnelldurchlauf schon mal ein paar Eigenschaften erklärt, die diese drei verschiedenen Isomatten so haben können. Und ja, eine grundsätzliche Eigenschaft, die man oft in der Beschreibung liest, ist der sogenannte R-Wert. Und der R-Wert gibt eigentlich wirklich nur die Dämmleistung und die Isolationsleistung an. Umso höher der Wert ist, desto besser isoliert die Matratze. Und übersetzt auf Celsius gibt es da einige Tabellen, die sind von Hersteller zu Hersteller manchmal ein bisschen unterschiedlich. Man kann sich da wirklich nicht in jedem Szenario genau nachrichten, aber man kann ungefähr sagen, dass ein R-Wert von 3 bis 4 empfehlenswert ist, wenn man hauptsächlich zu 3 Jahreszeiten in Deutschland wandern möchte. Ich persönlich benutze dieses Modell hier, dass ich gleich auch nochmal genauer zu sprechen komme, und da liegen wir mit einem R-Wert bei, ich glaube 4 war das. Genau, 4, und das isoliert bis circa minus 5 Grad. Das heißt, dass ich wirklich sicher sein kann, dass ich im Frühling, Herbst und im Sommer, ja klar, auf jeden Fall immer damit draußen schlafen kann und sogar in den meisten Winternächten. Wenn ich wirklich weiß, dass es unter minus 5 Grad wird in Deutschland, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht rausgehen, und dann wird eben ein ganzes Setup nicht reichen. Auch wie im anderen Video schon mal erzählt, mein Kilt ist auch auf minus 5 Grad abgepasst. Deswegen finde ich immer, dass Kilt und Isomatte auch so ein bisschen zusammenpassen sollten. Und bei der Luftmatratze ist es so, dass durch diese dickere Wabenstruktur generell für dasselbe Gewicht immer ein höherer R-Wert erzielt werden kann. Wenn man sich diese Paneele anschaut, die rein aus dem Polyethylen gefertigt sind, da habe ich auch den Nachteil, dass man da von wesentlich niedrigeren, weniger starken Dämmleistung spricht. Die bekannte Z-Lite liegt ungefähr bei 2,2, was dann, ich kann es gar nicht genau übersetzen, aber es müsste so bei 2-3 Grad, würde ich schätzen, liegen. Das Maximum, was dann an Kälte geben darf, womit man nicht friert. Und ja, bei den Hybridmatratzen, da kann es ein bisschen höher auf jeden Fall ausfallen, weil wir da ja auch einen Luftanteil haben und die ein bisschen dicker sind. Und das wird wahrscheinlich irgendwas dazwischen sein. Also um die 3,4 war das, glaube ich, die Airlight, die ich auch von Thermarest in Schottland damals hatte. Die wiegt natürlich durch das Schaum innen drin auch ein bisschen mehr. Stelle ich gleich auch nochmal konkret die Modelle vor. Aber wie gesagt, sollte man sich daran orientieren, finde ich, wenn man hauptsächlich in Deutschland unterwegs ist, mindestens von einem Wert von 3 auszugehen. Gerade auch schon mal angesprochen, ist die Dicke halt ein großes Thema für Leute, die hauptsächlich auf der Seite schlafen. Und wie gerade auch schon erwähnt, gibt es da gravierende Unterschiede. Natürlich die dicksten Varianten sind eben die Luftmatratzen, wo man auch am meisten einsinkt. Natürlich sinkt man in Schaum ein bisschen anders ein, gibt eine gewisse Stabilität. Aber dennoch, gerade bei so kleinen Matratzen, die nicht so dick sind wie eine richtige, gibt Luft schon relativ gut nach. Gerade wenn man eben die Matratze auch nicht vollständig aufbläst. Ich kann immer empfehlen, die nicht zu hart zu machen, weil die Schulter und gerade das Becken auch so ein bisschen einsinken soll.
bei den Anfängen ist mir immer passiert, dass ich die Matratze ja auch gerade bei kalten Nächten immer sehr, sehr hart aufgepumpt habe, weil die natürlich dann auch ein bisschen besser isoliert. Hat sich aber gezeigt, dass es gar nicht so ein großer Unterschied ist. Aber ich habe dann oft gemerkt, dass dadurch, dass mein Becken dann sehr steif lag und nicht gut wirklich eingesackt ist, dass ich dann ja fast den ganzen Tag am nächsten Tag wirklich so ein bisschen Hüftschmerzen hatte. Und das habe ich auch schon bei vielen anderen Freunden mittlerweile erlebt. Und das hilft wirklich, wenn man, ich würde sagen, die Matratze erst aufbläst, sich drauflegt und dann so lange vorsichtig die Luft ablässt, bis man merkt, dass es so ja, mit der Hüfte fast Richtung Boden geht. Und dann hat man auf jeden Fall einen sehr komfortablen Schlaf. Wenn es wirklich extrem kalt wird, also an die R-Wertgrenze, die die jeweilige Matratze hat, dann würde ich schon sagen, verzichtet auf den zusätzlichen Komfort und ja, macht es ein bisschen härter im Zweifel. Generell, wenn ihr sehr viel auf der Seite schlaft und absolut nicht irgendwie auf dem Rücken oder vielleicht auch auf dem Bauch schlafen könnt, dann könntet ihr schauen, dass ihr ja auch eine dickere nimmt. Wie gesagt, da gibt es welche, die haben nochmal 2 Zentimeter mehr Dicke und das ist dann nochmal einen Tacken angenehmer. Dazu stelle ich auch gleich noch am Ende ein konkretes Modell vor, was dann für die Leute ein bisschen mehr geeignet wäre. Ja, die Form ist auch immer natürlich ein großes Thema und wie man das bei der hier sieht, hat die eine ganz spezielle Form, eine Mumienform, die wirklich ja, ultra leicht geschnitten ist. Das heißt, nur die Zonen wirklich bedient, die der Körper auch braucht. Das heißt, im Beinbereich geht es sehr schmal hin, im Schulterbereich dann ein bisschen mehr. Und es gibt auch andere Ansätze, gerade bei ja, den panelbasierten, bei den Z-Lights oder bei anderen Herstellern. Da ist das natürlich konstruktionsbedingt immer eckig, was auch nicht schlimm ist, nur vielleicht gerade an den Füßen braucht man da nicht unbedingt links und rechts den Rand. Und genauso verhält sich es bei den Hybridmatratzen. Die Form ist so ein bisschen so eine Präferenzsache. Natürlich hat man immer ein bisschen mehr Liegefläche, wenn es rechteckig ist, aber man hat natürlich auch ein bisschen mehr Gewicht. Für mich persönlich ist diese Mumienform wirklich hier perfekt geeignet. Ich musste mich tatsächlich auch ein bisschen dran gewöhnen, hauptsächlich dann auf dem Rücken einzuschlafen im Kilt. Ich kann mich auch auf die Seite legen, aber ich hatte irgendwie nie das Problem, dass ich da irgendwie dachte, okay, du musst deine Beine jetzt ein Stückchen weiter rechts eigentlich haben und da ist schon der Grund. Das war eigentlich nie ein Problem. Was bei meiner Körpergröße von fast 1,90 ein leichtes Problem erst war, weil meine Größe und die Länge dieser einzelnen Isomatten, die kommen nämlich immer halt in S-Größen oder hauptsächlich für Frauen sind die Größen gedacht. Dann gibt es die normale Regular-Größe, die eigentlich auch bei allen Herstellern immer so zwischen 1,80 und 1,85 liegt. Bei der X-Lite hier von Thermarest ist das 1,83. Und natürlich gibt es da auch längere Varianten. Tja, und ich bin, wie gesagt, 6 cm länger und habe trotzdem keine Probleme, auf diesen Matratzen zu schlafen. Und für mich könnte es sogar mittlerweile noch ein bisschen kürzer sein. Und es liegt eben daran, dass man sich entweder im Kopfbereich das Kissen so ein bisschen ausbaut, indem man seinen Rucksack noch dazu nimmt. Und wenn man dann ein Kissen hat, kann man das entweder noch so halb auf die Matratze und aufs Kissen legen oder eben komplett den Rucksack nur als Kissen nehmen, sodass man dann nochmal 15 cm extra Platz hat. Oder was ich mittlerweile auch mache, ist mein Sitzkissen, das genau das hier ist, oder mittlerweile bei meinem anderen Rucksack ein anderes, mein Backpanel. Das lege ich quasi vor die Matratze nochmal hier unten hin und habe dann zwar keine längere Liegefläche in dem Sinne, ich merke aber, dass wenn meine Füße ein bisschen überhängen, dass dann nicht sofort die Kälte von oben kommt, weil dann eben noch eine leichte Schaumschicht als Isolation dabei ist. Und ja, dann macht es auch nicht aus, wenn dann mal die Zehenspitzen noch mal irgendwie 5 cm drüber sind. Also mir zumindest nicht. Und ja, bei diesen Panels hier, wenn man die Z-Lite zum Beispiel hat, da gibt es auch sehr viele, die dann von der normalen Länge einfach ein paar Panels abschneiden, so wie ich das bei dem Sitzkissen auch gemacht habe. Hier in dem Fall, was normal so lang war, weil mir das hier als Sitzfläche reicht. Und genauso ist es eben auch bei der Liegefläche. Ich kann mich dazu entscheiden, 1, 2, 3, 4 Panels abzuschneiden. Und das geht sogar so weit, dass ich im Endeffekt nur eine Matratze habe, die vielleicht so 1,40 ist, also nur den ganzen Torso bedeckt. Weil viele Leute eben sagen, okay, das ist der wichtige Teil, mein Magenbereich, mein Bauchbereich, der die meiste Hitze verliert, wo die ganzen Organe sind und eben der Beinbereich vielleicht da nicht so stark betroffen ist oder ich den noch ein bisschen anders isolieren kann. Ja, ich persönlich, da ich diese Dinger sowieso nicht verwende, war das jetzt nichts für mich, vor allem weil die Gewichtsersparnis auch nicht so groß war gegenüber den Luftmatratzen.
Aber es ist definitiv eine Überlegung wert, ja, eine Größe kleiner zu nehmen, obwohl man eigentlich ein bisschen größer ist. Ja, 2 Themen, die ich auch noch häufig dazu lese, ist zum einen, wie ich eine Luftisomatte aufblase. Und da gibt es bei manchen Herstellern so einen kleinen Aufblassack dabei und auch kann man die nachkaufen bei anderen Herstellern. Und ich kann nur sagen, die braucht ihr auf keinen Fall. Gerade bei diesen Ultraleicht-Modellen, die ist ruckzuck aufgeblasen. Bevor ich das Video jetzt hier gerade gestartet habe, habe ich, glaube ich, noch nicht mal eine Minute gebraucht. Und selbst wenn ich 33 Kilometer gelaufen bin und es kalt ist und ich fertig bin, dann habe ich immer noch die Minute, um die aufzublasen, bis ich meinen Pumpsack da raus habe, den man ja auch rumschleppen muss. Ich weiß, da gibt es auch ein bisschen Multi-Use, den kann man auch als Tasche und so als Dryback vielleicht benutzen. Aber also aus meiner Erfahrung braucht man den absolut nicht und ich würde mir das Gewicht echt sparen und ich würde das immer selbst aufblasen. Und das andere ist, was auch so ein leichtes Gerücht ist, was aber zum Teil auf jeden Fall eine Berechtigung hat, was auch stimmt, aber was in der Realität eigentlich kein Problem ist. Und zwar, dass wenn man die Luftmatratze mit dem Mund aufpustet, dass eben von der Lunge so ein bisschen Feuchtigkeit dann da reinkommt und das unter gewissen Umständen dazu führen kann, dass die Luftmatratze im einfachsten Fall anfängt zu stinken von innen oder aber auch sogar zu schimmeln, wenn man auf Dauer immer Wasser dort rein packt durch die Luft, das nicht rausgeht. Und das ist auf jeden Fall richtig, das ist schon passiert. Aber wenn man jetzt nicht in super feuchten Klimata dauerhaft unterwegs ist und auch nicht immer nur in Regen unterwegs ist und was weiß ich kann es gar nicht jetzt exakt benennen, aber ich habe noch nie von jemandem aus meinem Umfeld zumindest gehört, dass das passiert ist und ich puste die auch, wie gesagt, immer mit dem Mund auf und ich würde da jetzt nicht so viel Angst vorhaben und nur allein deswegen so einen Sack benutzen. Ja, da kommen wir auch schon zu den konkreten Empfehlungen, die ich euch hier so geben möchte. Und ich fange mal mit diesen Hybrid-Luft-Schaum-Matratzen an. Denn ja, das war auch eine der ersten Matratzen, die ich so benutzt habe. Wie gerade schon erwähnt, ist das die Thermarest Trail Light Air mit 740 Gramm und einem R-Wert von 3,4. Die eignet sich vor allem gut für Einsteiger, da sie günstig ist. Sie ist schon teilweise für 60 € zu haben und bietet dafür wirklich erstens eine ausgezeichnete Robustheit durch den Schaum, den sie hat, und einen sehr, sehr guten R-Wert. Das Gewicht von 740 Gramm ist jetzt nicht konkurrenzfähig mit wirklichen Hardcore-Ultralight-Luftmatratzen. Aber als Einsteiger, wenn man sich sowieso vielleicht noch im Bereich von 6 bis 8 Kilo bewegt, ist das eine sehr gute Option. Wie gesagt, kann da nicht viel schief gehen. Ihr könnt die auf den Boden werfen, die bläst sich von selbst erstmal ein bisschen auf, dauert zwar ein bisschen, aber ist an sich sehr robust und man macht nicht viel falsch. Die Empfehlung für Leute, die dieses Prinzip hier am besten und am minimalistischsten finden, diese Polyethylen Panelmatratzen, da würde ich einfach die originale Thermarest Z-Lite empfehlen. Da gibt es mittlerweile, ich will es nicht Fakes nennen, aber sehr viele Kopien. Auch von Decathlon, von 4Class gibt es hier eine Kopie, die aber alle nicht an die Werte rankommen und an die Robustheit, die die Originale haben. Die Originale kostet 50 €, glaube ich, mittlerweile und hat einen R-Wert von 1,7, der wie gesagt nicht sehr hoch ist, also eher was für den Sommer oder späten Frühling, frühen Herbst und wiegt aber dafür nur 410 Gramm, wenn alle Paneele noch dran sind. Ihr habt immer die Möglichkeit, wie gesagt, ein paar abzuschneiden, das Gewicht noch zu reduzieren. Und so kommt ihr jetzt für denselben Preis, den ihr auch für die Trail Light zahlen würdet, auf sehr viel weniger Gewicht. Und wenn ihr sagt, ihr geht sowieso nur im Sommer tracken, ihr seid sehr hart, was das Schlafen angeht und legt keinen Wert auf Komfort, dann könnte das definitiv was für euch sein. Wenn euch das Aufblasen immer ein bisschen zu nervig ist, dann ist das eine Überlegung wert. Für mich war es das nicht, weil der Komfort eigentlich für mich zu gering ist. Aber es gibt sicherlich Leute, die das Prinzip richtig gut finden. Und da würde ich, wie gesagt, die originale Z-Lite nehmen. Meine Gesamtempfehlung und auch die Empfehlung jetzt der Luft-ISO-Matratzen ist der Gold Standard, wie man ihn auch nennt. Die Neo Air X-Lite von Thermarest, die mit unglaublichen 350 Gramm einen R-Wert von 4 hat. Und trotzdem noch sehr robust ist, mit ihrer perfekten Mumienform, mit der Größe von 1,83 für die meisten Leute geeignet ist. Falls ihr mein Zeltvideo gesehen habt, dann
wisst ihr, wie das mit den Außenstoffen so ein bisschen ist. Und die X-Lite hat einen sehr guten, robusten Stoff, der 30D dick ist. Und das ist ja auch Ripstop-Nylon, was eigentlich nur sehr, sehr schwer bei der Dicke überhaupt ohne Außenwirkung durchstochen werden kann. Ich kann die also auch ohne Zeltplane so auf die Wiese legen. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf spitzen Stein legen, aber ich weiß, dass da eigentlich nicht viel passiert. Und ich habe die wirklich schon in sehr roughen Terrain aufgebaut und hatte nie Probleme. Wie gesagt, bringt Thermarest dabei auch immer so ein kleines Kit mit, was so kleine Sticker hat, die ich immer dabei habe in meinem Repair-Kit, die auch nichts wiegen. Und wenn mal wirklich was passiert, kann ich das dort flicken. Der Preis ist allerdings sehr, sehr hoch. Thermarest fertigt in Irland und die haben, da die Nachfrage einfach nach diesem Modell so hoch ist, konstant Produktionsschwierigkeiten, würde ich es mal nennen, oder eine zu hohe Nachfrage. Ich habe meine damals noch für 100 Euro, glaube ich, bekommen. Mittlerweile sind die eigentlich unter 120, 130 nicht mehr zu haben. Tendenz geht gerade sogar eher nach 150, 160. Ich habe dann allerdings ein sehr qualitativ hochwertiges Produkt. Ich habe den goldenen Standard, wie gesagt, und werde da lange dran Spaß haben. Kleiner Zusatz noch, es gibt da andere Versionen immer jährlich, die sich so ein bisschen ändern. Ich habe hier noch das 2018er, 19er Modell, glaube ich, mit diesem Anschluss. Ich hoffe, das seht ihr so ein bisschen. Das ist halt ein ganz normales Ventil, was aufgemacht werden kann, Luft erstmal grundsätzlich nur in eine Richtung rausgibt. Und damit kann man die Luftmatratze auch wunderbar ohne Probleme aufblasen. Mittlerweile haben die aber so einen neueren, besseren Anschluss, der Winglock-Anschluss. Den zeige ich euch mal kurz hier im Bild. Und gerade wenn es zum Ende hin ein bisschen schwieriger ist, noch mehr Luft reinzubekommen, weil die eben schon so viel Luft hat, dann ist das damit ein bisschen einfacher oder nicht so anstrengend, noch Luft reinzubekommen. Es geht in jedem Fall, aber auch damit. Ein anderes Gerücht, oder was heißt Gerücht, das stimmt schon, aber ein anderer Punkt ist, dass hier oft von dem Knistern gesprochen wird und das mit so einer Art Chipstüte verglichen wurde. Also es ist in der Tat am Anfang so, wenn man die gerade neu hat, dann knistert die so ein bisschen wegen der Oberfläche hier. Mittlerweile, spätestens nach, ich glaube, so 10 Nächten würde ich schätzen, knistert die aber keineswegs mehr, gar nicht. Und ja, selbst am Anfang, wenn man vielleicht mit 2 Leuten beide die Matratze hat, im selben Zelt schläft und die Leute drehen sich nachts, dann kann es schon mal sein, dass es so ein bisschen Geräusche macht, gerade am Anfang, und so ein bisschen knistert. Mich hat das persönlich nie gestört. Wenn ich nach einem harten Trekking-Tag mein Zelt aufgebaut hatte, dann wollte ich einfach nur schlafen. Aber wie gesagt, das lässt auf jeden Fall sehr, sehr stark nach. Ich würde mir da keine großen Gedanken bei machen. Deswegen die Neo Air X Lite von Thermarest. Meine grundsätzliche Empfehlung erstmal. Falls ihr noch interessiert seid, die wirklich ultimativ leichteste Lösung zu haben, dann wird die X-Lite auch noch in einer leichteren Variante gefertigt, nämlich die Uberlite, die ich jetzt auch mal gerade hier einblende. Die Uberlite spart ihr Gewicht erstmal dadurch, dass sie nur halb so dick ist und nicht vom Luftpolster, sondern eben von dem Außenstoff. Hier haben wir ein Nylon von 30D, die Uberlite hat ein ganz, ganz dünnes, nur von 15D, was wirklich meiner Meinung nach und was die Erfahrungswerte auch gezeigt haben, zu optimistisch war, zu wenig war. 20D wäre wahrscheinlich besser gewesen. 15D ist einfach zu anfällig. Und gerade, wie gesagt, ist eine Luftmatratze etwas, auf das muss ich mich verlassen. Wenn ich da an meinen Schweden-Trip denke, vielleicht habt ihr das Video gesehen, wäre mir da bei der Uberlite irgendwie durch einen dünnen Stock oder einen Stein was kaputt gegangen, dann hätte ich wahrscheinlich einen Hubschrauber rufen müssen, weil ich hätte in dem Wetter keine Chance gehabt, etwas zu flicken, und ich wäre bei der Kälte dort auch dann definitiv wahrscheinlich unterkühlt oder erfroren nachts. Deswegen ist eine Luftmatratze etwas, wo ich die letzten 100 Gramm nicht eingehe. Bei jedem anderen Ausrüstungsgegenstand, glaube ich, gehe ich da so weit, dass ich auf meine 3 Kilo komme bei meinem Rucksackgewicht. Bei der Luftmatratze sind mir das die 100 Gramm auf jeden Fall wert. Ich habe hier ein wirklich stabiles, robusteres Produkt und muss weniger Angst haben, habe auch einen besseren R-Wert. Ich weiß nicht genau, wie der bei der Uberlite ist. Ich glaube, irgendwas zwischen 2 und 3. Wie gesagt, liegt das hier bei der Neo Air X Lite bei 4. Deswegen möchte ich euch davon ganz klar abraten, außer ihr sucht wirklich die leichteste mögliche Lösung und seid hauptsächlich im Sommer unterwegs und habt auch vielleicht Touren, wo ihr immer einen Plan B habt. Wenn ihr in Deutschland unterwegs seid, ihr schlaft mit der Uberlite, die geht kaputt, dann kann es sein, okay, dann gehe ich jetzt zurück zum Auto, ich gehe zum nächsten Dorf, fahre nach Hause oder sonst was. Aber ich würde dann nie wirklich harte Trekking-Tour fernab von Städten machen,
weil ja, das einfach zu risikoreich ist. Die letzte Empfehlung, die ich noch habe, ist einfach eine Alternative zu der Neo X-Lite und die richtet sich an Leute, die ein bisschen mehr Komfort noch haben wollen. Wie gesagt, der Komfort für mich bei der Matratze passt auch von der Dicke, von der Form. Es gibt aber Leute, ja, die drehen sich ein bisschen mehr, die sind vielleicht ein bisschen breiter von der Statur. Und da gibt es von Nemo ein Produkt, nämlich die Tensor. Die wiegt statt wie die Uberlite 100 Gramm weniger, 100 Gramm mehr, also 460 Gramm. Und ist dann in einer rechteckigen Form. Erstmal ist die generell schon breiter als die. Das heißt, ich kann auch, wenn ich mich als Seitenschläfer nachts drehe, muss ich mich nicht so auf der Stelle irgendwie drehen, sondern kann mich auch so ein bisschen rechts und links rollen. Zwar nicht wie zu Hause, aber ein bisschen geht das schon. Und habe eben gerade im Kopf-Schulterbereich und im Beinbereich eben noch die Ecken dabei, kann mich so ein bisschen ausstrecken, was doch schon mehr bringt, als man denkt. Gerade wenn man irgendwie ein Problem mit diesem Mumienschlafen einfach hat, wenn man sich so gerade auf den Rücken legt, kann das interessant sein. Wie gesagt, daneben, dass sie breiter ist sie auch noch dicker von der Luftisolation. Dadurch kann ich mit der Schulter weiter rein, mit dem Becken weiter rein, habe einfach einen höheren Komfort rundum in jeder Hinsicht. Und für manche Leute, ja, ist es das wert. Viele sagen, Schlaf ist das Wichtigste. Ich sehe das genauso. Und hätte ich Probleme, auf der Matratze zu schlafen oder wäre ich schon vollständig zufrieden mit der, was den Komfort angeht, wäre ich auch, glaube ich, bereit, noch 100 Gramm mehr zu nehmen und zu der Nemo Tensor zu wechseln. Vom Preis liegen wir da ja ungefähr auch so bei 120, 130 Euro. Ich glaube, die ist 5 Euro billiger manchmal, wenn man die UVPs vergleicht, aber viel tut sich da eigentlich nicht. Und definitiv eine Überlegung wert, ja, falls euch der Komfort nicht reicht. Ich würde jetzt vielleicht nur nicht blind sofort zur Nemo Tensor greifen, außer ihr wisst, ihr habt irgendwie extreme Probleme. Weil obwohl die, wie gesagt, ein bisschen kleiner ist und diese Form hat, war es für mich erstaunlich, wie bequem die doch letztendlich war. Ja, das war's auch schon heute mit dem Video über Isomatten. Ich hoffe, das Video konnte euch so ein bisschen helfen und falls ihr vorhabt, in nächster Zeit nochmal eine neue zu kaufen und überhaupt eure erste Isomatte, dann hoffe ich, dass euch das Video so ein bisschen geholfen hat und ihr jetzt ein bisschen mehr wisst, worauf ihr achten müsst. Ja, und falls euch das generell gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.